Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für Garnelen in einer leckeren Metaxa-Soße. Dafür bereiten wir als erstes etwas Gemüse vor, eine Zwiebel abziehen und in feine Streifen schneiden. Außerdem 2 Knoblauchzehen ebenfalls abziehen und in dünne Scheiben schneiden. Dann habe ich hier noch eine rote Paprikaschote, waschen, entkernen und in dünne Streifen schneiden und zum Schluss noch eine gute Handvoll braune Champignons, putzen und ebenfalls in Scheiben schneiden. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, das vorbereitete Gemüse in die Pfanne geben und für 4 bis 5 Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden anbraten. Wenn das erledigt ist, je einen guten Esslöffel Tomatenmark sowie scharfes oder mildes Eiweiß dazugeben, dann noch 2 gute Teelöffel Oregano und einen Teelöffel süßes Paprikapulver, die Gewürze kurz unter das Gemüse rühren, etwa 1 Minute mit anrösten und danach löschen wir das Ganze mit einem guten Schuss Metaxa ab, 75 bis 100 Milliliter. Den Metaxa jetzt etwas einköcheln lassen, einmal gut umrühren und danach kommen auch schon die restlichen Zutaten dazu. 500 Gramm Garnelen, geschält und ohne Darm. Ich habe hier ungekochte Garnelen verwendet, das funktioniert aber auch mit schon vorgekochten Garnelen. Außerdem eine Dose gehackte Tomaten und zum Schluss noch 200 Milliliter Sahne dazu gießen. Alles einmal gut umrühren, zum Kochen bringen und für ein paar Minuten köcheln lassen, bis die Garnelen gar sind und alles eine schöne cremige Konsistenz erreicht hat. Zum Schluss mit einer guten Prise Salz und frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken und danach können wir auch schon servieren. Als Beilage eignet sich gekochter Reis, Brot oder auch gekochte Nudeln. Die Garnelen in Metaxa-Soße jetzt zusammen mit Reis auf Tellern anrichten. Für die Garnitur noch etwas gehackte Petersilie drüber streuen und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.